you. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lions Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like Letztes Sparring hier in Wien. Morgen geht's nach Vegas. Las Vegas. Vamos to Las Vegas, cabrón. Zucker immer wieder warm. Oder Zuckerverbot wie zum Kaffee. ein kuscheliges Bett. Obwohl, das ist eigentlich ja ganz kuschelig, was wir da machen. Es wird ja nicht eine andere Art von Kuscheligkeitsgrad. yeah, it really shouldn't be no arguments. Cause you're now viewing the greatest of all time. Saying I can't get better, I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Ist man dann froh, wenn das Camp vorbei ist, oder? Extremer. Die letzten Tage sind die schlimmsten. Weil man schon so viel trainiert hat, dass man die Motivation fürs Trainieren nicht mehr hat. Man will einfach nur kämpfen. Es ist immer so, jedes Camp. Die ganze Zeit trainieren für die letzten 6 Wochen. Aber so richtig hart. Ich trainiere das ganze Jahr durch, aber so richtig hart und hartes Sparring. Man ist mal froh, wenn das einmal ein Ende hat. Heute ist offizieller Campschluss. Dann ist nur Weight Cut und ja, nur kleine, also die Form halten. So Philip and Dominic, let's warm up together here on this side. And Daniel Henry, let's warm up with Alex. But it's speed, it's like a point fighting today because the hard work he already did. Okay, he's gonna do the same. He's gonna be fast, not hard, but he's gonna try to touch you. Come on, one technique. Get 2, 3. Yeah, 2, 3, so you feel. Okay, let's go. 3 minutes. Yeah. Du warst der Kameramann beim Camp in Zagreb, ne? Yes. Das heißt, wenn die Leute Beschwerden haben, alles an Bitte Dominik Schober. Beschwerden an mich, mir ist das scheißegal, ob es euch taugt oder nicht, Hauptsache gefilmt ist worden. Ab und zu war es nicht ganz so scharf, aber dafür sind wir heiß. Dafür war der Kameramann scharf. Was hast du für einen Eindruck vom Camp und von der Vorbereitung und vom Alex? Also sage mal, besser geht immer, aber es ist schon nachher in Perfektion. Und es ist halt einfach schön zum Anschauen, das ganze Team ist gut drauf. Die Coaches trainieren selber, was so ein Sportler sicher auch viel hilft, weil es halt einfach einen extra Push gibt. Und so, es ist halt einfach akribisch an ihm gearbeitet worden, also mit ihm, an ihm. Und einfach sozusagen Punkt für Punkt die Sachen abgearbeitet. Und sie haben halt aus der Komfortzone geholt. Wirklich top, war schön zum Anschauen die ganze Woche und habe selber auch viel mitnehmen können und wird sicher geil werden. Sehr Kampf. Schauen wir uns den Kampf zusammen, ne? Ja, natürlich. Wie läuft Alex zur Vorbereitung? Bombe, würde ich sagen. Also kannst du es besser nicht wünschen. Wir sind jetzt die 4. Woche schon hier in Zagreb und heute ist wieder Sparring-Tag. Das heißt, so in 5 Minuten circa geht's los, 10 Minuten. Und Alex ist in einer Topform. Also wir haben jetzt wieder ein paar Stellschrauben gedreht, weil das ist halt einfach die Aufgabe von uns im Camp, zu schauen, was er so tut, wie er sich tut, wie er vorankommt mit der Leistung, mit der Entwicklung und dann immer ein bisschen herumzudrehen an den Stellschrauben. Und ich würde sagen, wir haben letzte Woche den besten Alexander Rakic gesehen,
den wir je gesehen haben in den letzten Jahren. Und das sage ich nicht, weil ich sein Performance-Coach bin, sondern das sage ich deswegen, weil ich sehe, was er im Sparring mit seinen Gegnern macht, also mit seinen Sparringpartnern macht. Ich bin sehr zufrieden. Es sind alle Augen auf ihn, das heißt, das gesamte Trainerteam schaut nur auf einen Athleten, die permanent 24/7. Und mit dem Babak, mit dem Juri, mit dem Roberto, mit mir hast du halt einfach das ganze Spektrum des MMAs abgedeckt, was du dann einfach brauchst. Sehr cool. Dann fällt's mal weg am 6. März, oder? So ist es. Also Santos, und da kann ich auch noch wieder die Worte von Alex wiederholen, ich hoffe, dass er in einem wirklich guten Zustand ist, in einer guten Shape ist, dass ein starker Santos kommt. Was wir nicht brauchen, ist einen geschenkten Sieg, sondern was wir wollen, ist, dass der Alex einfach zeigt, was er kann, was er gelernt hat, was er technisch drauf hat und dass beide mit einer hohen Performance in den Kampf reingehen und einfach zeigen, wer der Bessere ist. Und wir sind halt sehr davon überzeugt, dass es unser Mann ist. Freuen wir uns schon drauf. So ist es. Dankeschön. Gerne, gerne. Welcome to the favelas. You know? Hello, Rafael. How are you? Very good. Look Hello? at the Trump Towers. Look Where? at the Trump Towers over there. With the pillows we have over there. Yeah. Hello. Yeah. Picture? Is that a film, sir? Yeah, we're filming. You're live on the Mixed Martial Monkeys. Babak. Cleanest person. Look at this. I have It's a everything. tremendous. Let's This is look the only room. Clean room you're gonna find. My God. Listen, it's everything under control. Everything under This control. is my underwear. It's extremely clean and nice. We have it all called those Brazilian, Argentinian guys. Trashy people. We don't want trashes in our country. They are crazy. They're thinking they're in the favelas here. Argentinian guy. Look This at guy him. here? Where are you? Oh man, Look at the- look at our room. It's like Look at this compared with that Argentinian guy. He Show thinks me your room. he thinks this is favela. one. Papalo. Look, why you This sitting is outside? favela, and this guy here too. Come to watch our room, please, please. Please. This, look at this. They compare with Babak. Oh, what is that? This is pads and #1 bullshit. Number one bullshit. Bed. That's This is that's the bed of the mastermind. yes. There's supplements. Sleepy pee. This for sleep. Ah, you use it? Yes, I know. Oh my God. Because it's too much light with this shit, you know. Yeah, that's true. Yeah, but this basically we make a favela here. Favela. Yes, a favelada, It looks a little bit like. but we like it. We feel like home. Better bring me a good luck because these are yours. Yes, man. My contract is your fault. Okay. If I don't do good, it's his fault. He has a curse. Das freut mich. Den Fortschritt, was man sieht. Jedes Mal beim Training macht Spaß zum Zuschauen, weil was gelingt. Dadurch sieht man, dass er perfekte Vorbereitung hat. Ich war ja im Team kurz vor Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. War top. Let's go, guys. Anyway, have fun, keep the distance, clean, technical, smart. Yeah, it was good hiking. If it would be, it was just close, and if the hiking would be 3-4 centimeters more, it would be full. You did very good, especially. How are you feeling here, Rafael? Very good, very good. Hard work all day. Hard work. Perfect. Yeah. Bam. I'm now doing a very good diet recommended by Coach Babak. Yes, it's the Trump Tower diet. Trump Tower. He's like 8 breads on top of each other. I have him on the tape where he says in his own words that, Coach, and he was like this,
mark my words, like Mark. I'm gonna lose 4 kilos before I go home. Let's see. He's gonna get The theory is that like Listen to Dr. Rafael. I have been Please, doctor. without bread for like 30 hours. I check before I eat bread and I check after bread, and I still the same weight. So which means So, it doesn't work. this Professor Dumbass, he thinks by not eating 2 days, he's gonna lose 4 kilos. It's gonna be a 6-pack, you know? But guess what? From today, he's going back to the old habit. He's gonna start eating as excuse now. Okay, from today I'm gonna keep doing like Master is doing and keep eating bread, but I'm just gonna eat the outside of the bread. Because the outside is not bread. It's not. Outside is not bread. Wie geht's? Ja, ein bisschen Quality Time mit der Family. Ist immer gut. Immer gut. In der One-Man-Army ist nämlich Fleischer im echten Leben. Und morgen gibt es eine nämlich. Überraschung. Der Rafa ist eigentlich, sein Fight-Name ist ja The Butcher. Und das liegt daran, weil er wirklich nicht der Schlechter ist, sondern Fleischhauer. Also er hat Fleischhauer gelernt in Brasilien und morgen wird er für uns grillen. Das wird richtig geil. Hast verdient. Красавчик, бля. Чуть не убился. Ivan, how was the sparring with Alex? Amazing time. All camp was Very good. just You, amazing. you are helping him. It's the second preparation that you are helping him, right? Yes, and I hope it's not the last. So I hope he will be back here for the title run after this win. Where are you fighting now? I'm fighting at KSW in Poland. What's your goal to go? So the goal is now in the next fight to win, and then we will see. My contract is nearly over in KSW, so we will consider every option that there is today. Hope we see us next in the future in the UFC, huh? I hope, brother, I hope everybody. We deserve to be there, so let's get there. 100%. Yes. Thank you. Ja, aber sehr gut, gute Vorbereitung, gute Sparringspartner, harte Sparringspartner, alle wollen beweisen. Ja, war gute Sparring. Also, das ist vorletzter Sparring und ja, er war scharf, ganz gut, stark. Ja. Distanzgefühl super, ja, freue mich auf den Kampf. Was? Just have one thing to say. Wow. It's like really getting to the beginning of his prime, you know? It's like mentally, physically, Alex is getting like very cool in his approach, you know? It's very, very automatic, like a machine, and the things just work, and he starts to target without spend any energy, you know? It's like a sniper. So I think this is a huge thing now in the camp. Maturity is more mature in the fighting game, you know. But you know, like at the beginning, when you start with martial arts, it's like you have to grow technically. You know, you have to be good technically at least, you know. But there's not such a big component on the mind. You have the mind that you have when you come. Later in this level,
the technique is there already because the years that you put into work. The body is there because the years also that you put in your conditioning training and everything. But the most difficult thing, what it differentiates between one fighter and another fighter, is how much he grows mentally. And that's the most hard aspect of the sport, you know, in any sport, you know, be mature mentally. So I think this is a huge factor in fighting. You know, fighting is 90% mentally, 10% physically. Alex is one of those persons that he's gonna redefine the boundaries. He's gonna push the border a little bit more, you know. It come for me to a point that, you know, like, I'm not teaching him anymore. I'm more like learning from him now, because he's pushing the boundary. He's showing to us what else you can do, you know, what else, how further you can go. So that's amazing to me to see, you know. Guacamole, couscous, and a very good steak. 25 minuti. Da bugiotto con 5 metri per la cercavezza. My God. Now we're talking. Time to shine. Time to shine. Oh, amazing. Top. So, heute unser Freund Raphael, genannter Butcher, also ein richtiger Fleischer, hat für uns Mittagessen gemacht, selbst angeboten. Ich glaube, nach 2 Wochen nicht kochen und hier in Zagreb wollte ein bisschen was zaubern. Und das heißt, das war's für heute. So, nur das Essen? Das ist alles. Das ist deins. 2000 Kalorien sind das. Das ist sehr. Das verpackt man nicht, das ist das Dessert. Was ist das Dessert? Now we're talking. My God, this is tremendous. Wow. I want to eat this for you. So Wow. Champion, good food for athletes. no problem. Wie geht's, Alex? Jetzt ist gut. Letztes Sparring fertig vom Kampf. Eigentlich das Camp ist jetzt fertig. Morgen geht's ab nach Vegas. Und dann Weight Cut und Form erhalten, Spritzigkeit und ja, ich kann es kaum erwarten. Wir sind bereit. I want to see a suplex. No, don't tell him. Dominic's gonna fly. Come on, Philip Airlines. We need to see a suplex, but don't break him. He has a fight coming. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you, Mixed Martial Monkeys. Thank you, all the guys that support. You know, always there. And we did our job. Now it's time to go for war. Hopefully, we have the best result. We have a lot of fun, and we plan the next one. Us. Ich freue mich wirklich auf den Kampf, wirklich sehr. Ein Schritt näher zu meinem Ziel. Einer meiner Ziele. Es ist nicht nur der Ziel, Champion zu werden. Ich habe mehrere Ziele. Danke. Ich bin jeden Tag die Hoffnung nicht verletzt. Glaubst du, wir schon den Programm? Этот петь мы прибежали, как могли. Этот день победы. Воротом работ. Это праздник. Сединою на висках. Со слезами на глазах. День победы.
Adieu.